Dieses Mal zeige ich euch eine Deko-Idee mit Hortensienblüten. Ja, und diese Idee hatte ich vor ein paar Tagen bei uns im Gartencenter gesehen. An Material für das Projekt benötigt ihr Perlenstecknadeln. Dann habe ich hier Styroporkugeln. Es gehen natürlich auch andere Formen, zum Beispiel Styroporherzen, Styroporringe. Ja, oder vielleicht findet ihr bei euch im Bastelladen noch ganz andere Styroporformen. Dann habe ich hier meine Hortensien. Das sind jetzt in meinem Fall Bauernhortensien. Ja, und nicht zu vergessen eine Schere, um die Hortensien nachher auch schneiden zu können. Was ich noch nicht auf meinem Arbeitstisch habe, ist Haarspray, um das Ganze halt später zu fixieren. Alternativ zu dem Haarspray gibt es aber auch noch ein spezielles Floristenspray, um das Ganze dann halt haltbar zu machen. So, dann werde ich jetzt hier mal meine Hortensie auseinanderschneiden. Was ich noch nicht benötige, lege ich erstmal beiseite. Na, komm mal her. Und dann trenne ich jetzt hier mal die einzelnen Blüten ab. Das ist zwar jetzt eine friemelige Arbeit, aber das sieht nachher bärenstark aus. So, Styroporkugel haben wir hier am Start. Nehme jetzt die Hortensienblüte. Ich sage ja, das ist jetzt wirklich ein bisschen friemelig, aber das Ergebnis sieht wunderschön aus. Und dann stecke ich diese Nadel in die Mitte der Hortensie. Hier sieht man auch so einen kleinen Punkt. Ja, ich brauche hier selber mal eben ein bisschen Ruhe. Und zack. Ja, und das Ganze macht man jetzt so lange, bis diese gesamte Styroporkugel damit bedeckt ist. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte erst darüber nachgedacht, eine größere Kugel zu verwenden. Aber dann muss ich so viel Hortensien abschneiden. Das wollte ich jetzt nicht machen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Von daher habe ich jetzt lieber so eine kleinere genommen. Ich glaube, die hat einen Durchmesser von, ja, messe ich euch mal nachher aus bei einer, wo ich jetzt noch nichts gemacht habe. Dann, wie gesagt, ne, hier alles mit den Blüten bedecken. Und das sieht dann wirklich bärenstark aus. Halt so, dass ihr nichts mehr von der Styroporkugel nachher erkennen könnt. Und ich würde jetzt auch immer so Hortensien, ich sag mal, als Reserve beiseite legen. Weil ich kann euch jetzt auch noch überhaupt nicht sagen, wie viel Hortensien ich überhaupt benötigen werde. Ich habe mir jetzt erstmal nur 2 abgeschnitten. Die waren, ja, was heißt relativ groß, ne? Ich sag mal so eine mittlere Größe. Oh, da ist eine kleine Spinne, aber die lebt gar nicht mehr. Muss ich mal gleich abtrennen oder abfriemeln. Dann werde ich das aber jetzt auch mal für euch beschleunigen. So viel kann man ja jetzt dazu auch nicht mehr erzählen. Ach, ich muss erstmal hier Blüten schneiden. Wer sich jetzt fragen sollte, wie ich das Ganze festhalte, ohne halt die Blüten zu zerdrücken, ja, ich habe meine Hand hier immer direkt auf den Perlen drauf. Dann passiert da auch nichts mit den Blüten. Ja, und davon mal abgesehen, die Hortensienblüten, die können aber auch ein bisschen was vertragen. Die bröseln hier nicht direkt auseinander. Ich hatte die jetzt auch super frisch im Garten vorhin geschnitten. Wenn ich das hier fertig habe, dann überprüfe ich mal meine Kugel, ob ich an irgendwelchen Stellen noch Styropor erkennen kann. Hier zum Beispiel. Da kann nachher noch eine Blüte hinzu. Ansonsten macht das hier schon mal einen guten Eindruck auf mich. Aber ich werde das jetzt hier auch mal wieder etwas für euch beschleunigen. Da kann man jetzt wirklich nicht mehr so viel zu erzählen, wie ich hier Hortensienblüten schneide und dann halt mit Stecknadeln da hineinstecke. Oder mit Perlensteckern. Bin am Überlegen, ob ich nachher noch eine zweite erstellen werde. Allerdings habe ich das Gefühl, mir gehen diese Perlenstecker gleich aus. Das waren jetzt wirklich 100 Stück und so viele sind hier gar nicht mehr in der Box drin. Von daher würde ich dann einfach mal normale, Nadeln gleich verwenden. Aber ich überlege jetzt selber nochmal. Ich glaube, ich bin jetzt hier so, also ich sag mal, ich habe jetzt hier keine 10 Minuten dafür gebraucht. Das geht eigentlich noch. Ich hätte jetzt selber gedacht, die ganze Aktion dauert hier länger. Aber man braucht schon ordentlich an Material. Das hier habe ich jetzt noch. Und ja.
Die Styroporkugeln haben im Übrigen in etwa einen Durchmesser von 6 cm. Ja, und eine Sache ist mir jetzt hier gerade noch eingefallen. Ihr solltet, bevor ihr das Ganze vollendet, auch noch darüber nachdenken, ob ihr das vielleicht zum Aufhängen gestalten möchtet. Ja, dann würde ich mir jetzt einfach eine Schnur nehmen, die ihr mal vorsichtig um diese Kugel drumherum wickeln. Und dann würde ich das hier einfach so zack hineinstecken. Oder man lässt erst so eine Hortensienblüte weg und steckt dann halt diese Perlenstecker, Nadeln, whatever, erstmal ohne eine Hortensie hier hinein. Dann würde man den Anfang der Schnur nachher auch nicht mehr erkennen. Oh, die ist jetzt nicht so prall, aber die wird jetzt auch verarbeitet werden. Na, aber ich werde das jetzt so belassen, dass meine Deko hier gleich zum Hinlegen gedacht ist. Man könnte das jetzt wahrscheinlich auch noch nachträglich da machen mit der Schnur. Warum gehst du da jetzt nicht hinein? Ah, jetzt. Na, aber ich denke, ich werde das jetzt so belassen. Was ich auch noch überlegt hatte, da war ich aber schon zu weit vorangeschritten. Ich hätte jetzt vorab diese Styroporkugel auch nochmal mit Spray besprühen können, mit irgendeiner Sprühfarbe, zum Beispiel in Gold oder whatever. Dann wäre das nicht so schlimm, wenn hier etwas durchschimmern würde. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich das bei den anderen Kugeln auch einfach mal machen werde. Die werde ich aber jetzt hier gleich mit diesen ganz normalen Nadeln befestigen, weil ich habe jetzt definitiv nicht mehr solche hier. Und das mache ich dann aber jetzt hier komplett im Zeitrafferformat. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Ich glaube, ich sprühe jetzt mal eine Kugel an, damit wir mal einen Vergleich haben. Ich gucke jetzt auch mal optisch, wie das hier nachher dann mit denen aussehen würde. Ist mit diesen Nadeln hier wahrscheinlich noch etwas friemeliger. Da nehmen wir hier mal so eine kaputte. Stecke ich hier einfach mal irgendwo hinein. Hat aber auch was, ne? Letzten Endes ist das ja sowieso immer alles Geschmackssache. Und ja, Schakka, weiter geht's. Ja, ich muss gestehen, ich war jetzt mal wieder einen Tacken zu schnell, denn ich wollte euch auch noch das Fixieren der Kugel zeigen. Das ist jetzt hier Steckdraht. Den stecke ich jetzt hier mal zunächst irgendwo hinein. Weil dann kann man die Kugel gleich einfach hinstellen und trocknen lassen. Na, er will jetzt gerade nicht so, wie ich will. So, jetzt. Ja, wie gesagt, ist jetzt hier Steckdraht. Dann habe ich jetzt hier Haarspray am Start, so rum. Und sprühe das jetzt hier ordentlich mit meinem Haarspray mal ein. Mit dem Steckdraht kann man auch sein lassen, aber dann klebt man nachher mehr an der Kugel, als dass die Kugel... Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall, wenn man das halt mit Haarspray fixiert, dann würde ich das lieber so machen, sonst klebt ihr nämlich mehr an der Kugel. Und dann werde ich das jetzt gleich einfach nach draußen packen. Ich stecke das hier in so einen Blumentopf hinein und dann kann das erstmal fröhlich vor sich eintrocknen. Und ja, dann geht es aber jetzt hier weiter mit der nächsten Kugel. Das Haarspray auf den Hortensienkugeln ist mittlerweile getrocknet. Ja, und ich werde das Ganze jetzt hier gleich auf diesem Tablett platzieren. Das hat jetzt in meinem Fall in etwa eine Länge von 45 cm und die Breite beträgt ca. 13 cm. Man kann die aber jetzt auch einfach nur auf seinen Tisch hinauflegen. Das bleibt jetzt hier wirklich jedem selbst überlassen. Ja, und des Weiteren habe ich noch zum Dekorieren etwas Lavendel. Und dann haben wir hier noch Blüten einer kriechenden Fetthenne. Ursprünglich hatte ich jetzt geplant, das Ganze mit Kugeldisteln noch zu kombinieren. Aber ganz ehrlich, die Kugeldisteln, die saßen dermaßen voll mit Bienen und Hummeln. Von daher habe ich es jetzt echt nicht übers Herz gebracht, die alle abzuschneiden. Ja, und ich finde auch diese Hortensienkugeln, die sehen auch gut aus, ne? Obwohl da jetzt hier keine Perlen dran sind. Aber die können sich auch auf jeden Fall sehen lassen. Diese Pixies, die können wir jetzt hier mal vorsichtig hinausziehen. Man hätte das Ganze jetzt vielleicht auch irgendwie so einarbeiten können, aber nö. Also mir ist jetzt nicht so danach, das jetzt irgendwo hier hineinzustecken. Ich weiß nicht. Habe ich jetzt gerade nicht so den Spirit für. So, ist jetzt hier ein Glas mit einer Kerze.
Und dann werde ich den Lavendel bei den, ich sag mal, weinroten Hortensien hinzulegen. Oder machen wir so rum? Ne, ich mache so rum. Und die kriechende Fetthenne oder die Blüten vielmehr von der kriechenden Fetthenne, die kommen hier zu der blauen Hortensie hinzu. Oder lilastichigen, ne, wie auch immer. Ich denke, das sieht nachher auch ganz cool aus. Beim Lavendel werde ich hier mal diese langen Stiele abschneiden. Die brauche ich jetzt eigentlich gleich nicht zum Dekorieren. Bei der Fetthenne muss ich jetzt gar nichts mehr abschneiden. Und ja. Noch mehr werde ich jetzt nicht an meinem Tablett dekorieren. Ja, und letzten Endes bleibt es jetzt hier wirklich jedem selbst überlassen, wo er halt seine Hortensienkugeln letzten Endes platzieren möchte. Man kann das dann ja so wie ich machen, die hier einfach noch auf einem Tablett platzieren. Man könnte sie aufhängen oder ihr platziert sie einfach so halt auf eurem Esstisch, whatever. Ja, und wie üblich findet ihr alle Materialien für das Projekt auch nochmal in der Videobeschreibung. Und ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach.